Also, was mir das heute Lesson learned von diesem Data Talk, ne? Ich finde, ihr habt euch da 'ne ganz schöne Gabe, ans Bein gebunden. Das ist nicht so ganz ohne, weil ich weiß ja schon, wie schwer es genug ist, Tool-Vergleiche zu machen und wie viel Arbeit ihr da reinsteckt. Jetzt habt ihr Mhm. noch diese menschliche Komponente und dann auch so was wie Marketing noch mit drin und Auftritt und Mitarbeiterzufriedenheit. Also, die Themen werden ja weicher als beim Tool-Vergleich Mhm. und noch schwieriger kategorisierbar. Dann auch noch, dass es mehr Player gibt, die kommen natürlich alle noch immer on top. Das heißt, da ist er relativ groß, deswegen tiefsten Respekt dafür. Danke für diesen Denkanstoß-Impuls. Ich glaube, wir merken alle, das kann man ganz schön wild Mhm. diskutieren, weil also, das waren ja Fragen, die ich euch nicht gestellt habe, um das zu challengen, sondern Fragen, die ich mir selber gestellt habe. Oha, was würde ich denn jetzt tun? So in irgendeiner Form. Aber ich finde ganz ehrlich, ne, also auch wenn ihr sagt, die Beratersätze gleichen sich an, ne? Das ist nicht meine persönliche Erfahrung, deswegen würde ich das total geil finden, wenn durchschnittliche Beratertagessätze, ne, tatsächlich irgendwo abgebildet werden. Was zahle ich denn dafür? Eine Indikation, ist das teuer, ist es niedrig, wenn es auf der Tagessatzlevel ist oder dann daneben gestellt abgetragen Volumina und Tagessatz. Also, wie Erik und ich jetzt gerade gesagt, das korreliert oft. Man kriegt einen höheren Tagessatz, wenn man geringere Volumina anbietet und so. Das finde ich eine ganz spannende Auswertung. Und da weiß ich, dass das sehr vielen Kunden ein gutes Gefühl geben würde. Ich werde hier gerade nicht über den Tisch gezogen. Ich glaube, wenn du Kunden fragst, ne, die können das nur aus ihrer Erfahrung, wie hat der Letzte das gemacht und nicht, weil sie Mhm. keinen Marktüberblick haben. Und worauf ich hinaus wollte, war nett mit der Mitarbeiterzufriedenheit, ne? Aber Preis wäre geil. Das ist belastbar. Das ist das Erste, was alle Leute fragen: „Was kostet das und was kriege ich dafür?“ Und das gilt für Beratung, das gilt für Software, das gilt für alles.